Heute erzähle ich euch ein bisschen was über meine letzte Tour, die ich gemacht habe. Die Tour mit dem Franzosen, wie wir sie genannt haben, weil sie mit einem französischen Alliierten lief. Die äußeren Charakteristika sind: Diese Tour ist 4 Jahre lang gelaufen und die Stasi hat nie rausgebracht, wie ihnen die Menschen abhanden kamen. Sie hat uns 21 Spitzel auf den Hals geschickt, hat einen Einbruch in der Wohnung meines Freundes gemacht, hat dort aber nur die Tageskasse gefunden und mitgenommen, aber an die Akten sind sie nicht rangekommen. Die lagen bei mir und an mich sind sie entweder nicht rangekommen oder sie haben es gar nicht versucht. Jedenfalls habe ich nichts bemerkt, dass sie versuchen, bei mir irgendwie die Akten zu finden. Ich habe ja auch immer Doppelgänger in dieser Phase gehabt. Also ich bin nie in die Öffentlichkeit getreten. Öffentlichkeit heißt in dem Fall, dass ich nie ins Notaufnahmelager Marienfelde oder nach Gießen gegangen bin und gesagt habe, da kommen jetzt Flüchtlinge, die sollt ihr nach Möglichkeit nicht nach ihrer Flucht fragen, damit die Flucht ungehindert weiterlaufen kann, damit da keine Gefahr eines Verrats bestehen kann, dass die Stasi davon nichts indirekt mitkriegt über die Notaufnahmelager. Das heißt, ich bin gar nicht da in der Öffentlichkeit aufgetreten. Vielleicht hat die Stasi gar nicht versucht, bei mir auch einen Einbruch zu machen oder irgendwas. Wäre ja durchaus möglich gewesen. Aber jedenfalls ist da nichts passiert. Die Tour ist also 4 Jahre lang unbehelligt gelaufen. Die Stasi hat bis zum Ende nie rausgekriegt, warum ihnen die Menschen weggekommen sind. Wir mussten sie letztlich einstellen, weil der Franzose zurückbeordert wurde nach Frankreich. Er hat in Berlin so seinen Militärdienst verrichtet, hat den noch verlängert. Normalerweise hat er 2 Jahre betragen, er hat nochmal 2 Jahre draufgesetzt. Das heißt, er hat 4 Jahre lang mitgemacht und wollte auch von sich aus sehr aktiv sein, denn oft hat er mich gefragt, können wir nicht dann wieder eine Tour machen, weil er darauf gebrannt hat, anderen Menschen zu helfen. Das heißt, ich musste ihn nicht motivieren, sondern er war selbst sehr motiviert. Ich denke, ich kenne seine Lebensgeschichte nicht genau, aber ich denke, dass er Algerier war und auch an diesem Freiheitskampf der Algerier beteiligt war. Das heißt, er war mit halbem Herzen eben nur Franzose, hat nebenbei sehr gut Deutsch gesprochen, aber jetzt zur Geschichte. Okay, also, als er einmal über den Checkpoint Charlie nach Ostberlin gefahren ist, wurde er von einem jungen Mann aufgehalten, unauffällig, und der hat ihn gebeten, der konnte jetzt auch nicht so Französisch, aber in Deutsch gebeten, ob er nicht seine Freundin, seine Verlobte rüberholen kann. Und er hat dann sofort gesagt, ja, okay. Und der Westberliner hat ihm seine Adresse gegeben und der Franzose hat sich dann, nachdem er wieder zurück war, hat sich bei ihm gemeldet und hat ihm sein Schicksal erzählt. Konkret, er hat eine Verlobte drüben in Ostberlin, würde sie gerne wiedersehen, würde sie auch gerne heiraten, aber er hat ja keine Chance, was zu machen. Der Franzose könnte die ja einfach in den Kofferraum nehmen und dann bei einem Besuch Ostberlins mit rüberbringen. Da müsste man sich in solchen Treffpunkt vereinbaren und. Hat schon einige Vorläufe noch gegeben. Aber tatsächlich, 2 Wochen später, hat er diese Freundin in den Westen geholt. Diese ganze Geschichte war natürlich fantastisch. Hat ein Freund von mir mitgekriegt, Dirk. Dirk war ein sehr aktiver Helfer in der Doppelgängertour und hat natürlich sofort gespannt, hoppla, das wäre natürlich die Basis einer neuen Tour, die man aufmachen könnte, mit einem französischen Alliierten, immer wenn er rüberfährt, eben einige Menschen wieder nach Westberlin zu bringen. Dirk hatte eine Freundin und diese Freundin hat vielleicht auch noch dazu beigetragen, dass der Franzose da und ich dann zusammenkamen und wir zusammen diese Tour entwickelt haben.
Konkret, der Franzose hat Dirk, die Freundin, ausgespannt. Das hat dann irgendwelche Mal Probleme gegeben, aber da haben eben auch menschliche Dinge eine Rolle gespielt. Also, Dirk und Helga, so hieß die Freundin, kamen eines Tages zu mir und haben gesagt, du, da könnte was laufen, kann man da nicht eine Tour draus machen? Es war für mich völlig klar, da mache ich eine Tour draus. Und kurze Zeit später ist dann es tatsächlich so gelaufen, dass der Franzose mit dem Citroën seines Vorgesetzten, er selber hatte gar kein Auto zu der Zeit, mit dem Citroën seines Vorgesetzten die ersten Menschen rübergeholt hat. Das ging konkret so, er hat in Biesdorf, ein Stadtteil von Berlin, am Biesdorfer Schloss hatte er eine Stelle ausgemacht, wo er das Auto abstellen konnte. Er ist dann spazieren gegangen, war unterwegs und ein Fluchthelfer, der den Autoschlüssel von ihm auch hatte, hat dann, ohne dass der Fahrer das wusste, hat dann 1 bis 3, maximal auch 4 Menschen dann in den Kofferraum gesteckt. Das heißt, er konnte den Kofferraum öffnen, die Flüchtlinge konnten da reingehen und da ist nichts passiert. Der Franzose ist nach einer gewissen Zeit zurückgekommen, hat sich ins Auto gesetzt und ist zurückgefahren nach West-Berlin. Wenn man ihn verhaftet hätte, hätte er gesagt, ja, wieso sind da Menschen in meinem Kofferraum? Ich wusste ja gar nichts davon. Das heißt, er hat sich quasi unschuldig gemacht. Ob man das ihm geglaubt hätte und wie das ausgegangen wäre, wage ich jetzt mal sehr in Zweifel zu stellen. Wahrscheinlich hätte man schon das ihm einfach nicht abgenommen und hätte ihn dann inhaftiert und hätte die französische Garnison in West-Berlin informiert, dass sie da ihre Angehörigen verhaftet haben. Aber jedenfalls war das die Absicherung, der Gedanke einer Absicherung. Ich weiß gar nicht, was ich im Kofferraum Menschen sitzen habe oder liegen habe und ich weiß von gar nichts, ich bin unschuldig. Aber wie gesagt, so haben wir es eben geplant und so hat es der Franzose geplant. Aber ob das gelaufen wäre, ob man ihm das abgenommen hätte, weiß ich nicht. Okay, also, das ist einige Male gelaufen. Da sind in seinem Auto bis zu 4, maximal 4 Menschen rübergekommen. Er hat sich aber in Ostberlin nicht wohlgefühlt, weil er immer dachte, da bin ich so leicht zu beobachten. Können wir das nicht auf der Interzonenstrecke machen? Folglich ist er in Zukunft dann die Strecke von Berlin nach Hannover oder von Hannover nach Berlin gefahren und wir haben da die Fluchten organisiert. Das war natürlich ein bisschen schwieriger mit der Organisation, aber sie hat letztlich sehr gut geklappt, weil wir in beiden Fahrtrichtungen Parkplätze ausgemacht haben, die nicht überwacht wurden oder kaum zu überwachen waren, konkret. Normalerweise haben auf den Parkplätzen an den ganzen Interzonenstrecken irgendwelche Rentner gesessen, die ihr Gehalt oder ihre Rente ein bisschen aufbessern wollten und haben eben dann berichtet, wenn irgendwelche Vorkommnisse waren. Wenn wir das auf einem normalen Parkplatz gemacht hätten, wäre das ganz, ganz schnell rausgekommen und die Flucht hätte nie geklappt und die folgenden Fluchten natürlich erst recht nicht. Wir haben in beiden Fällen einen Parkplatz gefunden, der nicht überwacht wurde, weil es eigentlich gar kein richtiger Parkplatz war. Also ich kann einen habe ich noch direkt optisch vor Augen, weil ich da mal später auch hingefahren bin, nach der friedlichen Revolution und mir dann angeguckt habe. Das war einfach so eine sandige Parkbucht, wo man eben mal rausfahren konnte. Die war nicht ausgeschildert, da war gar nichts. Aber das haben wir auf beiden Strecken gefunden und da war natürlich dann niemand da, der das überwacht hat und haben uns da dann eben doch immer diese Treffpunkte so genommen, haben dann einen Plan oder Pläne gezeichnet, wie man zu dieser Parkbucht hinkommt. Wir haben einen der Flüchtlinge zum Häuptling ernannt und dieser Häuptling ist anhand dieses Planes an irgendeinem Tag vorher, 5 Tage, eine Woche vorher, ist dorthin gefahren. Das heißt also zum Beispiel, ein
eine Parkbucht war in der Nähe von Buch, in der Nähe von Magdeburg. Das heißt, man musste von Berlin aus nach Magdeburg fahren, dann im Bus nach Buch und dann in Buch, ab da ging eben der Lageplan, musste dann weiter marschieren an diese Parkbucht hin. Das war schwierig, denn wie soll man dann kleine Kinder mitnehmen? Einen Kinderwagen konnten wir nicht mitnehmen, den kann man nicht irgendwo stehen lassen, dann ist die Sache sofort aufgeflogen. Das heißt, die Flüchtlinge mussten da ganz schön was leisten, aber deshalb hat es auch nur einer immer gewusst, wo der Weg ist. Es war immer auch nicht einfach, denn die haben natürlich versucht, das tagsüber auszuspionieren und zu gucken, wo sie wann gehen müssen. Die Flucht hat aber letztlich nachts stattgefunden. Wie soll man dann nachts denselben Weg noch genau finden? Das war also eine große Anforderung für den Häuptling, aber auch für die anderen Flüchtlinge, weil doch die Wegstrecke relativ groß war. Ich beschreibe das in meinem neuen Buch auch sehr detailliert, weil da zum Beispiel auch 3 kleinere Kinder mal gekommen sind. Und für die war es natürlich unendlich schwer, oder die Eltern mussten sie ja motivieren, und das ausgerechnet als eines dieser Kinder, ein Junge, hat Geburtstag gehabt an dem Tag, und sie haben ihm dann gesagt, ja, wir machen wieder ein ganz besonderes Spiel, alles andere, Geburtstagstorte oder was, könnt ihr vergessen, wir machen was ganz Verrücktes. Und erst im allerletzten Moment haben sie gesagt, wir besuchen die Oma in München. Ob sie das geglaubt haben, war dann natürlich dahingestellt. Jedenfalls war der Weg für die Flüchtlinge doch sehr beschwerlich, aber es hat immer geklappt. Es hat immer geklappt, es ist nie einer falsch gelaufen, oder es hat oft Schwierigkeiten gegeben, aber es hat letztlich tatsächlich immer geklappt. Also, der Franzose ist dann oft auch in der Zonenstrecke gefahren, aber irgendwann hat er gesagt, aber ich kann ja immer nur 3, 4 Leute mitnehmen. Ich möchte mal mehr mitnehmen. Also haben wir dann ihm einen kleinen LKW gekauft, der dann tatsächlich nicht in der Kaserne natürlich geparkt war. Das musste ja niemand wissen unbedingt, aber er hat dann eben das irgendwie anders organisiert, dass es gar nicht aufgefallen ist, dass er als kleiner Soldat jetzt einen LKW besitzt. Und in diesen LKW haben wir unten eine Schachtel eingebaut, die also unter der Ladefläche, aber so, dass man das nicht gesehen hat von außen, da war die Ladefläche ganz normal, und dass da drunter nochmal ein Tank quasi ist, in den 14 Menschen reingepasst haben. Das hat man nicht vermutet. Gut, damals waren die Menschen alle sehr schlank und sie haben dann notfalls gelegen wie die Heringe in dem Versteck, aber wenn man den Beifahrersitz weggeklappt hat, konnte man da in dieses Versteck runterkrauchen. Das heißt, die Leute waren nicht nur geschützt dadurch, dass der Franzose, nicht von DDR-Grenzern kontrolliert wurde, sondern von Sowjets, von Russen, die einfach nur wissen wollten, was für einen Grund der hat, da durchzufahren. Er hat sich oft auch eine Fahrbescheinigung von seiner Garnison geholt, sodass er offiziell fahren musste. Und deshalb haben die Russen sich angeguckt und da war er schon durch. Die haben das gar nicht kontrolliert. Das heißt, also die Leute waren geschützt durch den Franzosen selber, durch die andere Staatsangehörigkeit und dass er Alliierter eben war. Und sie waren geschützt durch dieses Versteck, was unter der Ladefläche war. Also, normalerweise 14 Flüchtlinge habe ich, weiß ich nicht, vielleicht nie damit geholt, aber 12, 13 sind immer wieder vorgekommen. Das habe ich auch in meinen Unterlagen notiert, so, weil ich ja immer notiert habe, wer gekommen ist, wann gekommen ist und so weiter. Aber das Verrückte ist eben, dass die Stasi das nie rausgekriegt hat, was da fährt. Wir haben aber unendlich viele Vorsichtsmaßnahmen auch eingebaut in diese ganze Geschichte. Zum Beispiel, die Flüchtlinge mussten erstmal, wenn sie im Westen waren, sich irgendwo verstecken. Durften erst nach 1, 2 Wochen ins Notaufnahmelager gehen, haben dann ein anderes Fluchtdatum angegeben, einfach entsprechend später, sodass man die Fahrt des Franzosen nicht korrelieren konnte mit einer Flucht.
Sonst wäre die Sache natürlich auch nach einigen Fluchten aufgeflogen, aber so war das schon mal gut. Zweitens, die Flucht hat immer sehr spät nachts stattgefunden. Auf diesen sandigen Parkbuchten, wie gesagt, keine richtigen Parkplätze. Und da hat der Franzose, ist eben in den Wald gegangen, in den angrenzenden Wald und hat gepinkelt oder er hat sich das linke Vorderrad genau angeguckt, weil er vielleicht gedacht hat, hätte er einen Reifenschaden oder irgendwas. Also es waren immer irgendwelche Kennzeichen gemacht, sodass der Franzose auf die Parkbucht gefahren ist, dieses Zeichen gemacht hat und die Flüchtlinge haben das gesehen und sind dann sehr schnell einfach auf ihn, auf das Auto zugerannt und der hat den Beifahrersitz weggeklappt und die sind zack, 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 alle da runtergetaucht. Das ging unheimlich schnell, das war also in 2-3 Minuten waren die ganzen 12 Flüchtlinge da unten drin. Dann ist er sofort losgefahren und hat dann eben ab und zu mal mit den Flüchtlingen geredet. Dadurch, dass er so gut Deutsch konnte, haben die Flüchtlinge, keiner hat rausgekriegt, dass er Franzose war. Die haben gedacht, das sei ein Russe, ein Sowjet-Russe, der diese Fahrten macht, weil er so wenig kontrolliert wurde, haben die natürlich angenommen, das ist ein Russe, aber kein Franzose. Also Tatsache ist, dass wir die Sache versteckt schon beim Einsteigen so verschleiert haben, beim Aussteigen genauso. Das heißt, der Franzose ist auf einen Parkplatz gefahren. In Berlin war es dann am Hüttenweg. Wenn man da abbiegt von der Autobahn, von der AWUS, kommt dann nach vielleicht 300 Meter ein riesiger Parkplatz, total unbeleuchtet. Da hat er dann gehalten und es mussten dann 3, 4, 5 private PKWs dastehen, in die wurden die Flüchtlinge ganz schnell reingeleitet und der Franzose hat das Auto sofort weggefahren, sodass man weder das Auto genau sehen konnte. Es hat einen 12-jährigen Jungen gegeben, der hat sich das Auto so genau eingeprägt, dass er später, als er dann im Westen etabliert war, hat er sich diverse Autokataloge durchgeguckt und hat dann tatsächlich rausgekriegt, was für ein Auto das war. Aber im Notaufnahmelager oder wenn man auch privat mal erzählt hätte man nie das Auto beschreiben können. Wie gesagt, ein 12-jähriger Junge war der Einzige, der das Auto wirklich erkannt hat auch darüber einen Bericht geschrieben, was in meinem neuen Buch ausführlich geschildert ist, weil ich das toll fand, dass der sich so dafür interessiert hat und letztlich doch einiges rausgekriegt hat. Okay, hat auch dieses Versteck gemacht, hat aber noch Dinge dazu erfunden, die eigentlich niemand wissen durfte oder niemand wissen sollte, nämlich, dass wir das Auto hinten tatsächlich gepanzert haben. Der Franzose hat nämlich vorgehabt, er wusste ja genau, wenn er geschnappt wird, dann sieht es für ihn sehr schlecht aus. Deshalb hat er vorgehabt, wenn das aufgedeckt werden sollte, versucht er zu flüchten. Deshalb die Panzerung hinten, das wäre natürlich eine Katastrophe geworden, weil die DDR hatte schon so vorgesorgt, dass sie immer solche ganze riesen Betonplatten hätte auf die Autobahn schieben können, da wäre niemand mehr durchgekommen. Aber es ist zum Glück nie schiefgegangen, deshalb war das irrelevant. Aber das Auto war tatsächlich hinten gepanzert, das wussten die Jungs noch. Also irgendwie hat er das mal erzählt oder hat er einfach Spaß dran gehabt, wie die Jungs dann an ihm gehängt haben oder gehangen haben und ihn ausgefragt haben. Es hat auch nie ein Walkie-Talkie-Mensch gegeben. Das haben die Jungs sich natürlich ausgemalt, aber da hat die Fantasie mehr mitgemacht, als dann Tatsache war. Also jedenfalls hat der Franzose diesen Wagen so gewünscht, und wir haben es natürlich einfach gemacht, weil er ohne diese Panzerung zum Beispiel nicht gefahren wäre, aber wir haben das tatsächlich so gemacht. Okay, also weiter zu der Geschichte. Wir haben das also so abgesichert, dass
die Menschen, die da befördert wurden, und es waren immerhin in 4 Jahren 400 Menschen, die wir rübergebracht haben auf diese Methode, dass diese Menschen gar nicht mitgekriegt haben, aha, welche Nationalität hat der Fahrer, wie sieht das Auto aus, was für ein Autotyp ist es, was gibt es denn für Dinge, um das zu verschleiern. Wir haben einfach gesagt, du musst dich jetzt 1 oder 2 Wochen muss ich irgendwo verstecken und dann geh am besten nach Gießen, flieg rüber nach Gießen mit einem behelfsmäßigen Ausweis oder mit irgendwas. Das haben wir dann eben auch organisiert. Wir hatten nun auch Verstecke in irgendwelchen Unterkünften. Das heißt, wenn ein Flüchtling kein Versteck hatte, haben wir ihn eben selbst in unseren gemieteten Räumen entsprechend versteckt. Also wir haben das schon so abgesichert, dass die Stasi es tatsächlich in 4 Jahren nicht rausgekriegt hat, wie die Sache funktioniert hat. Und wie gesagt, wir haben es dadurch geschafft, dass immerhin 400 Menschen auf diese Weise in den Westen gekommen sind. Auf diese Tour bin ich deshalb so stolz, weil, wie gesagt, die Stasi es nie rausgekriegt hat. Die kann in meinen Büchern dann nachlesen, wie es funktioniert hat. Vor allem im Wegebuch, also im Wege durch die Mauer, habe ich es sehr detailliert geschildert. In dem jetzigen Buch kommt es natürlich auch sehr genau drin, durch die Schilderung der Flüchtlinge, die das genau geschildert haben, wie wir sie hinterher versteckt haben, auch teilweise wir haben sie versteckt in von uns gemieteten Wohnungen oder Räumen. Also jedenfalls haben wir das von uns aus so abgesichert, aber in meinem neuen Buch lasse ich das schildern von den Flüchtlingen, also nicht von mir. Okay, das ist die ganze Geschichte mit dem Franzosen, die wir leider aufgeben mussten, oder meine Strohmänner, die ich aufgebaut hatte, mussten die aufgeben. Ich war immer im Hintergrund mit dabei und wenn es Probleme gegeben hat, habe ich manchmal eingegriffen. Zum Beispiel hat eine Frau mal ihren Personalausweis, also einen Ostpersonalausweis, an dieser Parkbucht liegen lassen. Den hat sie irgendwie aus der Tasche geholt. Und da musste ich das organisieren, dass da jemand hinfährt und diesen Ausweis in einem nahegelegenen Bach zerstückelt reinwirft, dass es eben nicht mehr, dass da keine Gefahr mehr besteht, dass man einen Ausweis dort findet, dann wäre die Sache natürlich auch gelaufen gewesen. Oder ich habe eben einige Male eingegriffen, wenn es Probleme gegeben hat, aber habe die eigentliche Tour und das öffentliche Auftreten damit habe ich eben anderen Leuten, meinen Strohmännern überlassen. Diese Strohmänner kann ich auch noch mal kurz im Bild zeigen. Einen davon, der mein Freund wurde, Salute, das war wirklich ein toller Typ, der auch bereit war und in der Lage war, eben 24 Stunden am Tag zu arbeiten und was zu machen. Und insofern haben wir da gut zusammengepasst, dass wir eben auch in kurzer Zeit sehr viel auf die Beine stellen konnten. Das war jetzt die Geschichte von dem Franzosen, auf die ich, wie gesagt, ähnlich wie auf die Doppelgängertour besonders stolz bin, weil die Stasi sie nie rausgebracht hat.